Herzlich willkommen zu GBC und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel mit Daniel. Und zwar heute Daniel in der Löwengrube. Habt ihr ganz sicherlich schon mal in der Kinderstunde gemacht, wahrscheinlich. Also ich hatte leider nicht das Glück, ich war damals noch nicht in einer Kirche, aber Daniel in der Löwengrube ist eines der bekanntesten Geschichten in der Bibel und wir werden die heute etwas anders beleuchten, so wie ihr das von GBC gewohnt seid. Was ist die Vorgeschichte? Erstmal, wir haben bekommen aus der Situation, Daniel hat dem letzten König, sozusagen in Kapitel 5, erstmal die Meinung gegeigt, sprich hat ihm diese Schrift an der Wand erklärt, Mene, Mene, Tekel, Upa, Sin, also du bist zu leicht gewogen und zu leicht befunden worden und dein Königreich geht an die Meder und Perser. Das haben wir beschlossen und diese Botschaft gibt Daniel raus und darauf kommt tatsächlich dann dieser Wandel, also der Meder Darius kommt und übernimmt die Herrschaft über Babylon, also das Reich der Babylonier fällt, wie Daniel das auch sagt. Und interessanterweise, wir sehen, Daniel bleibt aber einfach in dieser oberen Liga. Aber es verändert sich ein bisschen. Daniel nimmt wieder Raum ein unter einem neuen König und deswegen würde ich euch bitten, dass ihr jetzt erstmal diese Geschichte liest. Also Kapitel 6 geht's heute, Daniel, Kapitel 6, von Anfang bis Ende. Und wenn ihr das gelesen habt, dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist spannend, oder? Also, ich weiß nicht, was dir als erstes aufgefallen ist. Ich versuche mal so ein bisschen die Geschichte wiederzugeben. Also, Darius dieser neue König Darius setzt Statthalter ein, also Strapazen heißt es jetzt hier, nach Satrapen, keine Strapazen, und Könige, also das heißt Statthalter, und über diese Statthalter setzt er 3 Männer, die diese 120 Statthalter kontrollieren sollen. Also wenn du eine größere Organisation leiten solltest, hier hast du vielleicht eine ganz gute Größenordnung mal. Jeder hat 40 Leute, die er beaufsichtigt, damit der König keinen Schaden erleidet, so heißt es dort. Daniel ist einer der 3 und er tut sich mal wieder hervor im Positiven. Und der König möchte ihn über diese 2 anderen setzen, also von einem Dreierteam soll Daniel darüber gehen und die beiden anderen drunter, weiß ich genau. Und das ist natürlich immer so ein Thema. Neid kommt auf, das wird hier ja ganz deutlich beschrieben. Die sind neidisch. Und das ist ja auch, die verlieren Position und Ansehen. Und da heißt es über Daniel, die konnten ihm nichts nachweisen, also überlegen sie sich etwas, wie kriegen wir den klein? So. Und tatsächlich, man erfindet etwas. Und damit kommen wir schon zum ersten, das merken wir ja heute. Wir sind ja heute in auch so einer Zeit, wo Leute, die einem unliebsam sind, da erfindet man etwas, was man irgendwie nachweisen kann. Eine Missetat. Viele Menschen, die heutzutage aufstehen, und heute geht es in diesem Kapitel, geht es ja um Aufstehen. Das ganze Daniel-Buch ist ja eigentlich ein Buch des Widerstands, den Daniel mit seinem Gott liefert. Also, man versucht etwas zu finden und jetzt kommen sie eigentlich, ich habe mir überlegt, also eigentlich ist es selten doof, dass der König darauf reinfällt. Also mit einem Gesetz sagt der König, wer innerhalb der nächsten 30 Tage jetzt jemand etwas erbittet von einem anderen Menschen oder von einem Gott, der sei verflucht, sondern nur noch von dir, lieber König. Ich habe so gedacht, als erstes, dieser König, also wer macht sowas? Es ist so ein bisschen, ich habe mir überlegt, wenn du jetzt so König wärst und alle Leute kommen zu dir, sagen wir mal, okay, die bitte um einen Becher Milch, vielleicht nicht, aber alle größeren Dinge, was könnte den König eigentlich bewogen haben, so einen Vorschlag überhaupt anzunehmen? Was könnte sein Größenwahn?
Oder auch, man merkt natürlich dann, was wünschen sich die Leute im Reich eigentlich. Denn die müssen ja dann zu mir kommen und damit habe ich ein gewisses Portfolio und spüre, was wollen Menschen eigentlich in meinem Reich. Insofern ist das vielleicht eine Option, aber es wird recht schnell deutlich, dass der König ja auch merkt, er ist hier hintergangen worden. Also er ist eigentlich benutzt worden. So, jetzt gibt's dieses Ding, das Gesetz der Meder und Perser kann nicht rückgängig gemacht werden und so weiter, was eigentlich sehr, sehr cool ist. Also im Grunde genommen eine, ein System, was den König auch unter das Gesetz stellt. Er kann zwar Gesetze machen, aber er muss sich selber dran halten. Das war ja durchaus nicht gerade üblich in der Zeit, sondern der König steht immer über dem Gesetz. Er kann für alle anderen Gesetze machen, für ihn selber gelten die nicht. Bei den Medern und Persern ist interessant. Also ein Staatssystem, was auch auf Recht basiert. In diesem Falle aber gebeugtes Recht. So, also lesen wir mal ab Vers 7 und lesen wir mal diesen Vorschlag von ihm. Daraufhin stürzten die Minister und die Satrapen zum König und sprachen zu ihm: König Darius, lebe ewig. Das ist immer ein guter Start, wenn man mit mächtigen Leuten redet. Alle Minister des Königreichs, die Statthalter und Satrapen, die Stadträte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen sollte und ein Verbot bestätigen sollte, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, König, erlasst das Verbot und lasst ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Also wir haben es eben gerade besprochen. Ja, kann man nicht gar nicht mehr viel zu sagen. Also die schmieren ihm Honig um den Mund. Anders ist es eigentlich nicht zu verstehen. Vielleicht gibt es noch eine andere Auslegung, aber erstmal steht sagt der Text ja auch, nachher er merkt, dass er benutzt wurde. So, und jetzt kommt eigentlich die Situation, dass dieses Gesetz ist ja ausschließlich auf Daniel ausgelegt. Eine Lex Danielensis sozusagen. Das dazu ausgelegt ist, ihn zu fangen in seinem religiösen Glauben, in seinem Glauben an seinen Gott. So, und jetzt Daniel, lesen wir mal weiter, ab Vers 11. Also 6, Vers 11 bin ich. Und Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war. Da ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. So diesen Text, das ist das beeindruckendste Zeugnis hier von Daniel. Für mich fast in der ganzen Daniel-Geschichte. Also, du weißt, wenn du jetzt betest oder bittest, dann gibt es ein Gesetz, was dich in die Löwengrube wirft. Und Löwengrube heißt, du wirst zerrissen. Ne? Also ein ziemlich schlimmer Tod. Lieber noch enthauptet, von Löwen zerrissen. So. Jetzt habe ich mich gefragt, wie schafft er das? Jetzt überleg mal, also stell mal vom Du. Und wir haben ja jetzt in der letzten Zeit genug Möglichkeiten gehabt, sowas mal ein Stück weit auszuprobieren. Ich sag mal, wir hatten jetzt in den letzten Jahren, hat jeder Christ genug Möglichkeiten gehabt, für etwas einzustehen, was er glaubt und damit auch eine gewisse Bestrafung einherzugehen. Das gab es natürlich auch schon vorher im Dritten Reich. Es gab das natürlich auch vorher im kommunistischen System. Und es sind immer die gleichen Dinge, die einen Menschen fähig machen, so einen Druck auszuhalten.
Ich möchte mal, bevor ich da irgendwas zu sage, wenn du für deine Überzeugung eingestanden bist und noch einstehst und dafür Leid trägst, gepriesen bist du. Jesus sagt das. Glückselig. Nennt euch glückselig, wenn ihr um der Wahrheit willen verfolgt werdet, um der Gerechtigkeit und wenn die Menschen dabei lügen. Gesegnet bist du. Ich glaube, in den letzten Jahren gab es eine Reihe von Helden auf der ganzen Welt, die gegen enormen Druck einer Anpassung der Gesellschaft aufgestanden sind. Ich nenne die Punkte gar nicht im Einzelnen, denn du weißt, was das ist. Und wenn du es nicht weißt, dann bist du auch nicht aufgestanden. Insofern ist es ganz gut dann. Menschen sind aufgestanden für ihren Glauben und haben etwas bekannt und haben in den letzten Jahren auch entsprechend Gegenwind gekriegt. Und das sind verschiedene Dinge. Und ich sage dir, glückselig bist du. Danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du gekämpft hast und dass du widerstanden hast. Dass du dich auf deinen Gott so verlassen hast, dass du einen Nachteil in Kauf genommen hast. Ich sag mal so, die wenigsten sind in Löwengruben geworfen worden. Es sind sicherlich Leute auch für diesen Glauben und für diese Überzeugung weltweit gestorben. Das dürfen wir nie vergessen. Wir reden jetzt ja hier hauptsächlich, mein Kanal oder unser Kanal geht in die westliche Welt. Wir haben genug Studenten und Leute, die nicht in der westlichen Welt leben und die natürlich wirklich solche Löwengruben erleben. Da wirst du erschossen oder entführt, misshandelt. Die meisten bei uns noch nicht. Was hier so geschieht in westlichen Ländern, ist normalerweise dein Bankkonto wird gesperrt oder du wirst von Facebook gelöscht oder du wirst von deiner Arbeit ausgeschlossen oder du wirst einfach gemobbt im weiteren Umfeld. Nimm irgendwas. Wenn du das geschafft hast, dann bist du wirklich gewachsen. Ich möchte mal 3 Sachen sagen, wie man sowas gut übersteht. Und das sind alles Dinge, die hier in der Bibel auch stehen. Das erste ist, wir merken das, so eine Löwengrubengeschichte, ich fange mal mit dem deutlichsten an. Wenn ich dir sage, wenn du ab morgen grüne Hosen trägst, dann wirst du erschossen. Und du hast eine grüne Hosen in deinem Kleiderschrank. Dann musst du mit dieser Furcht erstmal klarkommen. Das Erste, was ich lernen muss, ist, dass ich die Furcht, die dort hochkommt, zulasse. Das erfordert Unmengen Kraft. Da wirst du Kopfweh kriegen, du wirst Schweißausbrüche kriegen, du wirst heulen, du wirst Zähne klappern, du wirst viel lachen, du wirst beten. Und du musst dieser Furcht, die dort kommen kann, ins Auge schauen. Also wenn ich das schaffe, zu sagen, ich bete jetzt und ich schaue dem ins Auge, dass durch das, was ich jetzt tue, in eine Löwengrube geworfen werde und zerfetzt werde. Also, ist jetzt nicht übertrieben. Dann schaffe ich das nur, wenn ich das anschaue. Im Anschauen, in dem Zulassen von dieser Sache kannst du dieser Furcht auf Augenhöhe begegnen erstmal. Erst dann kannst du damit mit Gott ringen. So wie Jesus, der gerungen hat auf dem Ölberg. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es dein Wille ist, werde ich ihn trinken. Aber das macht man nicht. Da heißt es, er schwitzte Blut und Wasser. Also das ist nicht so von Pappe, wenn du eine Todesstrafe hast. Und in abgestufter Form, sage ich mal so, du verlierst deinen Job, du wirst gemobbt von all deinen Freunden, du wirst aus deiner Kirche ausgeschlossen, du wirst von deiner Schule geworfen, du hast Nachteile in deiner Arbeit, dein Online-Konto wird gesperrt. All das, was hier heutzutage irgendwie
geschehen kann. Das musst du dir vergegenwärtigen, im Gebet mit dem Herrn ringen und auf Augenhöhe kommen mit dieser Furcht. So, und ich sage dir erstmal so, du kannst das überwinden. Das kannst du. Du musst kein Chuck Norris sein. Du brauchst einen Glauben an Jesus Christus. Das ist der erste Punkt. Der zweite. Daniel, wenn ihr diese Videos verfolgt habt, das ist nicht Daniels erste Prüfung. Ich sag mal so, ich habe immer gesagt, Herr, hab Erbarmen mit mir, und der Herr hat Erbarmen mit dir. Und es ist die Prüfung, das ist sein Höhepunkt. Womit hat er begonnen? Es fing ganz einfach an, als er ein Gefangener war, bittet er den königlichen Tischmeister, Speisemeister, ich möchte mein eigenes Essen essen. Bitte lasst mich und meine Freunde Gemüse essen. Das ist kein veganes Statement, sondern erstmal ein Statement, ich möchte mich entfernen, und ich möchte, ich fange an, kleine Dinge zu tun, die ich überwinden kann. Also suche etwas, wo du merkst, da kann ich im Kleinen trainieren, Widerstand zu leisten. Vielleicht mal was ganz Simples, wo gar nicht viel passiert. Du postest etwas auf einem sozialen Kanal, wo du weißt, das ist deine Überzeugung, du weißt, viele mögen das nicht. Kann so sein. Muss man nicht machen. So. In deinem Freundeskreis, du sagst etwas, du stehst für etwas ein. Eine Sache, wo du merkst, das ist mir wichtig, in deiner Arbeitsstelle, du hältst nicht deine Klappe, oder wenn du deine Kinder hast, die auf die Schule gehen und du merkst, du musst was sagen. Also ich weiß, ich würde sagen, das war jetzt nicht besonders großartig, aber wir hatten damals, als unsere Kinder in der Schule waren, und da ging es immer um dieses Thema auch Abtreibung verstehen, und dann sollte man irgendwie zu Pro Familia gehen. Und ich bin hin zu dem Rektor der Schule damals und gesagt, ich möchte nicht, ich will nicht, dass meine Tochter dort mitgeht. Nicht nur ich will nicht, das mache ich nicht. Und das ist doch, ich sag mal so, ich tue das nicht. Und wenn Sie das machen, werde ich meine Tochter nicht mitschicken. Ging dann so raus, Schulsekretariat. Ne? Da passierte aber nicht viel. Wisst ihr, damit wurde ich nicht in eine Löwengrube geworfen. Such etwas, wo du aufstehen kannst, wo du vielleicht deinen Mund aufmachen kannst, was etwas kostet, aber nicht so viel. Dass du üben kannst, dass du Mut hast. Das ist das Zweite. Also, der Furcht ins Auge sehen, üben auf kleinerer Flamme. Das Dritte. Wenn wir hier diese Geschichte von Daniel lesen, dann sehen wir, dass Daniel nicht alleine ist. Er hat seine 3 Freunde, die sind mit ihm, und sie werden hier in dieser Löwengrubengeschichte nicht mehr erwähnt, aber ich glaube, Daniel hat, wie wir das lesen, eine enge Beziehung zu seinen Freunden. Das brauchst du, wenn du so etwas machst. Wenn du niemanden hast, such dir jemanden. Bete, dass der Herr dir Menschen schickt. Wenn du Menschen hast, denen du vertraust, dann sprich mit ihnen. Schaue, bete um Weisheit, wen du einweihen sollst, wen du mit hineinnimmst. Und wir reden einfach nur um Menschen, mit denen du das teilst, was du sagst. Sag, hey, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, dann weiß ich, an wen ich mich wenden kann. Was solltest du vorher tun? Menschen, die eng sind. Suche dir nicht Menschen aus, die du nur über Facebook kennst oder sonst wo, sondern Menschen, die in deiner Nähe sind. Verbring Zeit zusammen, bete zusammen, teile dein Herz, rede darüber. Im Ausdrücken von so Dingen merkst du ja auch, wo bin ich auch falsch. Vielleicht hast du dir nur was eingebildet. Aber vielleicht ist es auch wichtig und du merkst, ich muss darüber sprechen. Ihr betet zusammen und ich weiß, da sind Menschen mit mir, die mich unterstützen und die mir helfen, wenn es so harte Fahrt gibt. Also, das ist ein Part. Daniel
schafft es, dem zu widerstehen, heißt es ja, der betet weiter und es kommt auch so, wie es kommen muss. Also, ich sag mal, man könnte immer so sagen, und der Herr rettete Daniel und alles wurde gut. Das steht aber nicht. Das steht, da stürzten, in Vers 12, da stürzten jene Männer herbei, die wird so schön beschrieben hier, und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Ja, also den beobachtet, den nachspioniert und haben ihn dann in flagranti sozusagen erwischt. Ja. Bring ihn zum König und sagt, hey König, schau mal hier, der König versteht, oh Backe, ich bin ja hintergangen worden und so weiter und so weiter. Aber am Ende des Tages wird Daniel in die Löwengrube geworfen, obwohl er das getan hat, was richtig war. Und dann kommt eigentlich die Wendung natürlich in dieser Geschichte. Er wird dort reingeworfen, es wird auch nicht erklärt, warum. Der König fastete, heißt es hier, und ich lese mal hier ab Vers 19, darauf ging der König in sein Verlass und übernachtete fasten und ließ keine Speise zu sich bringen, sein Schlaf floh vor ihm. Und dann stand er frühmorgens auf, geht zur Löwengrube und sagt, Daniel, der Herr, den du dienst, dein Gott, hat er dich bewahrt oder nicht? Ja, hat ihn bewahrt. Und es wird nicht erklärt, wieso, warum, sondern Gott rettet den Daniel aus dieser Gefahr heraus. Und natürlich für so eine richtige Geschichte, die Typen, die ihn verraten haben, die werden dann in die Löwengrube geworfen und die werden natürlich in Sekunden auch dann zerfetzt. Ich glaube, das ist schön manchmal für den Leser oder schön. Das ist genugtuend, dass Gerechtigkeit entsteht. Aber das ist eigentlich nicht der Kern der Geschichte. Der Kern der Geschichte ist, dass Daniel für seinen Glauben einsteht. Egal, ob er gerettet wird aus der Löwengrube, egal, ob die anderen da reingeschmissen werden, egal, sage ich mal, was um dich herum geschieht. Die Welt braucht Menschen, die dafür einstehen, was sie glauben. So, viele Dinge sind gut. Die Gesellschaft heißt es willkommen und sie mag dich dafür. Und manche Dinge sind schlecht und eine Mehrheit mag es nicht. Das ist Kern auch unseres Glaubens. Und es gehört mit dazu, dass du diese Lektion lernst, weil ich glaube, dass dieser Druck nicht so schnell weichen wird, sondern dass du stark wirst und aufstehst. In Kraft und Stärke. So, die Frage zum Schluss. Was kannst du mitnehmen in deiner Kleingruppe? Was kannst du mitnehmen für dich? Wo kann ich trainieren, meinen Glauben stark zu machen? Zweitens, was sind die Menschen, die der Herr mir auf den Weg gestellt hat? Oder wo finde ich diese Menschen, mit denen ich das teilen kann, die an meiner Seite stehen und an deren Seite ich stehe und wo wir zusammen beten? Und das Letzte ist vielleicht, wenn du dich traust, wo muss ich denn aufstehen? Weil ich vom Herrn dazu gedrängt werde. Ich bete für dich, dass dein Glaube bewahrt bleibt, dass dein Glaube stark wird. Und ich kann dir versprechen, wenn du diese Furcht überwindest, wirst du stärker als zuvor. Und das ist gut. Ich bete dafür, Herr, ich danke dir, dass du deinen Geist auf uns legst, dass du auf jeden kommst, der jetzt zuhört, Herr, ob mit oder ohne Furcht, Herr, wir kommen vor dich. Wir vertrauen dir, dass du unsere Wege leitest, dass du uns fähig machst, die Dinge der Welt zu überwinden, da wo das notwendig ist, Herr. Ich danke dir, dass du vor uns hergehst und dass du jeden stärkst. Und du sagst, dass du uns nicht tiefer fallen lässt, als dass deine Hand uns trägt. Und dieses Wort nehme ich, das spreche ich jetzt aus über dir. Der Herr lässt dich nicht versuchen, mehr als dass du schaffen kannst. Dir eine gute Woche. Segen und Kraft.
Ciao.